Oh, das werden sie überhaupt nicht gut finden. Die Hälfte, du musst wenigstens die Hälfte schaffen. Das ist gemein, ich kenne ihn nicht. Du weißt doch gar nicht, worauf du dich einlässt. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier mit Eli, das erste Mal. Ja, das erste Mal, wir haben uns aber schon ein paar Mal gesehen. Wir haben uns ein paar Mal gesehen, jetzt ist das erste Video am Start und heute haben wir mal wieder ein sehr, sehr beliebtes Format. Ja? Und zwar Uhrenraten. Welcher Promi trägt welche Uhr? Und Eli hat mir gesagt, dass er ein extremer Experte ist. Nein. Von allen Modellen und kennt jeden Namen und da muss man natürlich testen. Ich habe gesagt, ich interessiere mich für Uhren, bin aber alles andere als ein Experte. Also bitte habt ein bisschen Erbarmen in den Kommentaren. Ich versuche mein Bestes. Aber jetzt sagen wir mal, beim Thema Uhren ist schon so, ne, du interessierst dich dafür, Ja. Du verbindest auch was damit. Ja, also ich bin so seit ein paar Monaten, Jahren würde ich sagen, schon so ein bisschen in diesem Uhrengame drin. Also bin jetzt nicht ein Experte, oh, das ist die Uhr und hier, die wurde da und da gebaut und sowas halt, sondern ich bin eher so, ich interessiere mich dafür, ich finde, das ist eine super Wertanlage, sehr Geld da auch mal zu investieren. Du kannst es auch tragen, ist ein cooles Accessoire oder halt Schmuck, viele sehen es ja auch als Schmuck und das finde ich so interessant, hat auch was so Statussymbol, ein bisschen so, also es hat was von Klasse, wenn du eine coole Uhr hast oder so, die müssen ja nicht mal teuer sein, sondern das finde ich so, dieses Gesamtpaket bei Uhren finde ich schon sehr cool. Was war so die allererste Uhr, so mit 9 oder keine Ahnung, hattest du damals, weil meine war eine Baby G-Shock, ja. Ich weiß meine erste Uhr. Das war so eine richtige erste Uhr, die ich mir geholt habe, war damals in der 7. Klasse, eine Icewatch. Icewatch, stimmt, die hatte so ein Plastikgehäuse, Genau. hatte aber ein Hype, ja. Welche Ja, Farbe? Icewatch, schwarz hatte ich. Schwarze. Schwarze Icewatch, ich kann mich noch dran erinnern, das war in der Oberschule. Aber die hast du nicht mehr. Die habe ich nicht mehr leider, oder bestimmt in meiner alten Wohnung, aber hier habe ich sie nicht mehr. Aber das war eine sehr, sehr coole Uhr. Ja, dann fangen wir mal an mit der ersten Uhr. Und zwar, es handelt sich hier um eine Richard Mille. Wir steigen direkt ganz speziell ein, und zwar diese hier. Der Name hängt zusammen auch mit der Person, der sie trägt. Wir haben hier zur Auswahl Jay-Z, Snoop Dogg oder Pharrell Williams. Sehen schon, ne, von der Auswahl der Celebrities, die ist eher auf dem amerikanischen Markt, ist eine limitierte Serie aus einem speziellen Gehäuseformat und innen drin der Moonman steht auf dem Mars und guckt auf die Erde. Das könnten alle drei sein, ne? Von denen muss ich sagen, das ist sehr schwer. Williams. Boah, ich sag Jay-Z. Jay-Z hat eine sehr, sehr große Uhrensammlung, auch gerade bei Richard Mille, sehr viele Piece Uniques und so weiter. Aber die Uhr ist tatsächlich nach Pharrell Williams benannt und er ist derjenige, der sie auch trägt. Er hatte nämlich eine Kollaboration mit Richard Mille, die haben sich super verstanden. Und, viele Menschen haben das? Es gibt ein paar, ne? Aber nicht so viele. Du meinst, die jetzt so eine Koop mit denen Koop haben? Ja, also alle. Es gab zum Beispiel in den Anfangszeiten Natalie Portman, werden die wenigsten wissen, aber Natalie Portman hatte auch eine. Dann gibt es natürlich sehr viele Sportler, dann gibt es Leute auf dem Fahrrad und so, also ganz, ganz verrückt. Viele gibt es, ja. Und wer ist da nochmal Markenbotschafter? Alle. Der ist aber auch, haben die nicht so einen sehr, sehr großen? also Rafael Nadal ist so das Aushänge, ja. Und Bubba Watson. Bubba Watson ist natürlich auch einer der Golfspieler. Der hat jetzt eine neue Pinke rausgebracht, und zwar Pinke Tourbillon. Also die Uhr ist auch einfach Weltklasse. Ja, ist jetzt leider daneben gegangen, ne? Du weißt, danach, wie viele hast du? Ich weiß es nicht. Das habe nicht Ich vorbereitet. brauche ein Ziel. Ja? Wie viele ich. Komm, ich muss eine bestimmte Anzahl schaffen. Wenn ich verkacke, dann beim nächsten Mal machen wir eine Essensschärfe-Challenge. Du weißt gar nicht, worauf du dich einlässt. Ich doch leider schon. Ich gucke mir ab und zu mal, habe schon mir ein paar Videos angeguckt. Ja? Okay. Falls ich verliere, falls nicht, dann darf ich zu dir kommen und darf mir eine ganze Parfümsammlung aussuchen. Ja, okay. So ein Okay, okay, gut. Okay. Ja, wie viele muss ich denn schaffen? Wie Ja, viele du musst haben wir? die Die Hälfte, ne? Das ist. Ich mach dir ein Drittel, ist das schwer? Wie viele sind das? Also 10. Also haben 10. Okay, 4. 4 richtig? Die Hälfte, du musst wenigstens die Hälfte schaffen. 50%. Woher soll ich denn wissen? Also Jay-Z, Snoop Dogg, das könnte alle von denen sein. Es gibt ja nicht mal Anhaltspunkte. Also, guck mal, ich sag einfach und er ist einfach in den Kommentaren so, hä Marc, das ist doch voll switch. 4 Stück musst du richtig. 4 richtig, okay, gut. Wir machen weiter mit einer Casio und zwar der normalen Casio, die Quarz-Variante. Ist eine Basisuhr, hat so ein beschichtetes Gehäuse, meine ich, kann aber auch ein Plastikmaterial sein. Und hier haben wir Tyler, the Creator, Kanye West oder Miley Cyrus. Ist auch spannend, ne? Eigentlich zum Beispiel Miley Cyrus sieht man so Uhren eigentlich
Hat die Uhren? Ich weiß es gar nicht. Also, Kanye West zum Beispiel, ja. der hat auf jeden Fall ein paar Uhren. Tyler, the Creator, kennst du ihn? Nee. Nee, die kennst du nicht? Tyler, the Creator ist so... Was macht der? Der produziert auch Musik, bringt auch manchmal eigene Lieder raus, sind immer so ein bisschen funky. Okay, ich gehe jetzt schlau vor. Also, Miley Cyrus ist eine Frau, Frauen dunkelblau, vielleicht eher unbeliebt. Schwarz ist das. Schwarz ist Das ist schwarz? Ja, ist schwarz. Kann auch dunkelblau sein, schwarz, denke ich mal. Okay, ich glaube aber trotzdem, ich glaube, ist er vielleicht nicht so, ne? A, hast du nicht genommen, weil du dachtest, den kenne ich eh nicht so. Das wäre scheiße von dir, wenn es wirklich jetzt A ist. C ist es nicht, also es ist B. Es ist Kanye West. Wir gucken mal nach, wer es ist. Und tatsächlich ist es Tyler, Ja, the Creator. ja, Tyler, the Creator ist es. Das ist gemein, ich kenne ihn nicht. Ich wusste nicht, wer das ist. Ja, der ist schon ein cooler Typ. Ja? Wirklich ein cooler Typ. Er ist wirklich, also ich mag, so das, was er auf Social Media und allgemein seine Videos sind echt funky. So, und zwar, wir haben hier als nächstes die Patek Philippe World Time und diese hier wurde herausgebracht für, ich glaube, das Handelsjubiläum in Amerika. Also die Kooperation, seitdem Patek in Amerika verkauft. Korrigiert mich aber bitte da. Oder war das New York City? Kann auch sein, das ist New York City. Das ist die Komplikation World Time. Eine hochspannende Komplikation. Du siehst außenrum die ganzen verschiedenen Städte, Sonne und Mond. Und du kannst zu jeder Tageszeit ablesen. Zum Beispiel jetzt aktuell wäre es jetzt beispielsweise in New York 10 Uhr. Du kannst alles zu jeder Zeit. Cool. Das ist Wahnsinnsuhr. Nicht wirklich beliebt. Aber ja. Okay, wer holt sich so eine Uhr? Sowas holt sich vielleicht jemand. Obama. Jay-Z ist es, glaube ich, nicht. Warum? Das ist, glaube ich, ganz interessant, wenn man weiß, wie spät es überall ist. Vielleicht geschäftlich gesehen. Elon Musk macht dafür. Ich sag B oder A. Elon Musk oder Obama. Es ist Obama. Barack Obama hat tatsächlich einige Uhren im Bestand. Also wir haben da auch mal ein paar Bilder von ihm gesehen. Aber es dürfte Jay-Z sein. Weißt du, wie du drauf so wegen New York City, weißt du, New York City. Ich dachte, Elon Musk vielleicht ein bisschen wegen Business hier, wie spät ist es da, hier nochmal einen Tweet rauskloppen und Obama vielleicht wegen seiner Politik. Obama, ne, falls er das Video sieht, kannst du ja mal gucken. Ne? Die Uhr würde zu dir passen. Ja, du kannst es noch schaffen. Wir gucken die nächste Uhr. Und zwar, diesmal haben wir eine King Gold. Das weiß ich jetzt schon. Und da gibt es einen. Oh, ich weiß, ich wusste, dass es vom Fußballer ist. MAP? Ich würde jetzt schon sagen Mbappé. Satlan? Ist Satlan? Satlan. Hast du gerade Satlan genannt? Satan. Es könnte aber auch Ronaldo sein. Oder Ronaldo. Also in meinen Augen. Was hältst du von Hublot generell? Cool. Also ich persönlich muss auch sagen, die Leute haten Hublot immer so, aber deren Research Department, gerade auch für Materialien und so, ich finde Hublot jetzt wirklich keine schlechte Uhr. Ich bin mir sehr sicher, dass es Mbappé ist. Ich meine, dass ich letztens, und wenn nicht, dann hole ich jetzt gleich mein Handy raus und zeige dem Bild, dass ich auf jeden Fall irgendwo was oder so ähnlich gesehen habe. So ein Bild von seinem. Also ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Ich würde aber auch sagen Mbappé, einfach weil er, glaube ich, Markenbotschafter ist. Wir gucken nach. Ich glaube, das wird der erste Punkt. Ich glaube ja. Da ist der Punkt. Da ist der Punkt. Das ist auch die Werbung. Das ist auch die Werbung, so wie die das präsentiert haben. Nee, das sieht wirklich. Ach, aber vielleicht deswegen. Guck mal, die sieht genauso aus. Das ist aber keine Richard Mille. Das ist eine Spirit of Big Bang. Das ist die sieht genauso aus. Jetzt werden mich welche hassen. Also, ich sag mal so, das Hublot-Sponsoring ist an dieser Stelle raus. Ja. Aber findest du nicht extreme Ähnlichkeiten auf den ersten Blick? Ja. Ich habe gehört, dass sich Hublot mit Richard Mille für diese Uhr halt mit denen vergleicht. Das ist wirklich? Da habe ich gerade, das werden sie überhaupt nicht gut finden. Aber ich finde, die sehen sich sehr ähnlich. Also so, wenn du keine Ahnung hast. Tonneau-Shape ist eine berühmte Form der 1920er Jahre. Wenn du keine Ahnung hast, dann das Bild kann man mal einblenden, sieht schon so ähnlich aus. Sieht ähnlich aus, ja, kann man machen. So, jetzt nächste. Ein Punkt. Einen Punkt haben wir. Jetzt mal, was haben wir denn hier? Alter, Psycho Quartz. Da hat unser guter Marvin aber ein paar rausgekloppt. Albert Einstein, Steve Jobs oder John Lennon. Alter, das. Wir raten bei. Sag du und ich sag auch. Also ich würde sagen. Ich sag B. Also ich wäre zwischen B und C. Ich nehme B. Ich nehme dann John Lennon. Ich nehme C. Wir gucken mal nach. Schlechtes Bauchgefühl. Alter, einfach. Ey, ich glaube, die Uhr wurde versteigert. Steve Jobs, damit hast du recht. Das ist ein Macher. Also
Alter, wie krass, Ich glaube, wie anders der dann noch aussah. Das ist wichtig. 2 Punkte. Das war richtig. Nächste Runde. Und zwar, wir haben eine RM1103 und hier haben wir diese Ecken mit drin. Und jetzt ist die Frage, wer der Deutsch-Rapper hat sie? Wir haben einmal Luciano, wir haben Sido oder Farid Bang. Alle drei haben sehr kranke Uhrensammlungen, ne, weiß man. Hast du den nie verkauft? Ja, Dazu kann ich mich nicht äußern. Boah, ist schwer. Kann jeder sein, ne? Aber ich meine, dass ich mal irgendwo einen Insta-Post gesehen habe, wo Luciano eine Richard Mille hat. Er hat auch höchstwahrscheinlich eine. Die Frage ist es die hier? Ich sage Luciano. Also Sido zum Beispiel mag Richard Mille 0. Seitdem ich ihn kenne, habe ich immer versucht, eine anzudrehen und er hat einfach nie eine genommen. Egal, immer wenn ich ihm gesagt, kauf die oder hier ist coole Uhr, sagt er, ich mag die 0. Bei Luciano ist es so, wir haben letztens auch ein Video gesehen über seine Jewelry und so Collection. Da war tatsächlich keine Richard Mille dabei. Und Farid Bang haben wir damals eine verkauft, ja. Farid Bang ist damals gescheit eingestiegen, muss man sagen. Grüße gehen raus an dieser Stelle und die Uhr hat, ich glaube, über 150.000 Euro zugelegt. Wirklich? Über 150.000 Euro, ja. RM1103, eingestelltes Modell, steht ihm sehr, sehr gut. Und ja, wir machen weiter mit der 5980 Iced Out. Das ist eine fette Ansage. Und wir haben Bones MC, Flair oder Jizzes. Boah, schwierig. Das ist auch wieder echt schwer. Ich weiß, ich habe mal ein Video gesehen, wie er bei dir eine Uhr geholt hat. Ja. Hier haben wir eine Santos Iced Out mit dem weißen Ziffernblatt. Mega geil. Mega geil. Ich habe ein gutes Gefühl mit C. Mit C? Jesus. Ja. Also, er hat eine Uhr bei mir geholt, aber nicht die. Aber vielleicht hat er noch eine damals geholt. Nee, und zwar, es ist Flair. Flair hat die Uhr geholt. Damals, glaube ich, war es von Pristine, hat er erzählt. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aus New York. Aber die Uhr haben wir an seinem Handgelenk gesehen. Boah, jetzt, ja. So, als nächstes haben wir eine Jacob & Co. Und zwar die Roulette. Das ist eine Uhr, die haben wir, glaube ich, in Dubai mal gesehen. Hat eine kleine Keramikkugel hier drin mit einem zweiten Glasboden. Man betätigt hier den Pusher und dann spinnt das Ding so. Alter Schwede. Wie teuer ist die? Diese Uhr kostet, glaube ich, Liste $890.000. Und Drake, John Mayer oder Usher steht zur Auswahl. Du machst auch immer so die Namen, dass es alle sein können, ne? Hast du schon mal das Interview gesehen von John Mayer mit Houdinki? Nee. Pflicht. Ich nehme jetzt B. Und wenn du mich jetzt so krass manipuliert hast. Na, ich wollte nur sagen. Ich nehme John Mayer. Wenn du, also, okay. Ich habe gar keine Ahnung, ne? Also, aber vielleicht denk doch mal nach. Vielleicht hast du mir gerade so. Nein. Warum hast du das gerade gesagt? Das hat gar nichts nur damit einfach zu tun. so, weil wir über Passion, Uhren gesprochen haben. Ich sage, es war ein verdeckter Tipp. Ich nehme B. Und im Unterbewusstsein. Nein, Mann. Wer macht Glücksspiel? Dann bist du ein schlechter Mensch. Wer macht Glücksspiel? Es ist einfach Drake. Drake ist doch der... Ich sage, es können alle drei sein und dann fängst du an, von John May zu reden und ich dachte, okay, vielleicht... Nein, John Mayer macht eher auch alte Uhren, die eingestellt sind. Der macht nicht so neuen Kram. Außer jetzt gewisse Modelle von Patek, aber... Drake, boah, ist das bitter. Naja, du kannst doch holen. Und zwar, wir haben hier einmal die Skeleton Rainbow Frosted Gold. Eine tolle Uhr. Und hier ist natürlich die Frage, Capital Bra, Messi oder Conor McGregor? Ich glaube, Messi trägt sowas nicht. Messi hatte mal eine Kollaboration mit AP, ne? Weißt du das? Aber trägt er sowas mit? Na, ich sage nur generell mit AP. Generell, ich sage generell mit AP. Hatte er eine Kooperation? Ja, 2000, alt ist schon 14 gewesen, oder? 14 meine ich, ja. Ich würde sagen A oder C. Ich glaube, Kapi hat letztens bei dir ein paar Uhren geholt. Und da waren auch ein paar APs dabei auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass du ihn die verkauft hast. Es ist A oder C. Ich sage A. Finale Antwort, ja? Ja? Dann muss ich sagen, vielen Dank, dass du meinen Content so aufmerksam schaust. Kapi hat sich gezogen. Nein. Das ist, Scheiße. Kapi hat sich die gezogen, ich habe es letztens gesehen, aber ich wusste nicht, dass es die war. Scheiße. Ich dachte aber, da wäre die nicht dabei. Oh, ja. Es wäre echt smart gewesen, hätte ich jetzt C gesagt. Kacke. So, und dann haben wir jetzt die letzte, du hast leider schon verloren. Ja. Aber die Frage ist trotzdem, Cartier Iced Out, Jizzes, Roos oder Kollega? Ich sage es ist A. Jizzes? Diesmal ist es. Das ist es, ne? Das ist richtig. Jizzes hatte damals die Uhr sich geholt. Ja, mega geil.
Mega geil. 3 richtig. Boah, Einer das, gefehlt. Das hätte sein können. Weißt du, was der Wirt war? John. John, John hat mich der verarscht. Johnny. Er hat mich verarscht mit John. Also Drake hätte ich wollte Drake sagen. Ja, Dann können wir uns alle freuen darauf, dass du einen Tag auf der Toilette verbringen wirst und mit Magenschmerzen nach Hause fährst. aber nicht übertreiben. Also so ein... Nein, natürlich, also ich sag mal so, einen Tag wirst du leiden, ne? Wirst du keinen Stream machen können, aber gut, so ist das. Okay. Eli, vielen Dank, ja, ich freue mich drauf und lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut bei ihm vorbei, alles ist in der Infobox verlinkt und dann sehen wir uns das nächste Mal. Danke Ciao, auch ciao. nochmal, dass ich hier sein durfte. Gerne.